What's up in Germany, meine Lieben? Ich kriege in letzter Zeit so viele Anfragen, so viele Call-Anfragen auch und so oft die Frage, ja, wie sieht's denn mit der Sicherheit aus? Weil wir fühlen uns hier nicht mehr sicher. Und als kleines Beispiel, ähm, vor 3 oder 4 Tagen, oder lass es 5 gewesen sein, kam ein Kunde hier an, der nach einem Haus gesucht hat. Und die ersten Worte von ihm zur Begrüßung waren: Hey Alex, freut dich, dass du nicht mehr in Deutschland bist. Sie wollen jetzt die Sonne besteuern und in meiner Stadt geführt jede Woche eine Messerstecherei. Nun, das hat mich ein bisschen erschreckt. Okay, Sonne besteuern, wo Politiker Geld ausgeben, fehlt es immer an Einnahmequellen und da wird man erfinderisch, das ist mir klar. Aber dass es wirklich so krass ist mit den Messerstechereien. Ich muss sagen, ich war ungefähr vor einem Jahr in Deutschland, ähm, damals auch in Köln und wir waren abends unterwegs. Es war eigentlich ziemlich cool. Gut, wir hatten auch gut getankt, vielleicht habe ich auch einiges übersehen, aber dass es so schlimm ist, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Nun hatte ich einen weiteren Call von einer Dame aus der Schweiz, eine ältere Dame, die hatten das gleiche Horn geblasen, so nach dem Motto, ja, selbst die Alten sind nicht mehr sicher und so und keine Ahnung, also ja, ich kenne es aus meiner Kindheit. Frau mit Minirock kann man hinterher pfeifen und heute muss es wohl ein bisschen weitergehen. Weiß ich nicht. Aber ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier komplett hinter dem Mond lebe oder ob es wirklich so ist, weil würde mich schon echt arg erschrecken. Ähm, Man hört ja schon dies und das, aber jede Woche gleich und ältere Leute, naja, ich weiß es nicht. Also sagt's mir mal. Ansonsten hier ist alles chillig. Ja, die Frage nach der Kriminalität, die kann ich ja gern beantworten, habe ich auch schon mal. Ihr könnt hier euer Auto stehen lassen, Schlüssel stecken lassen, Portemonnaie auf den Beifahrersitz und es wird in der Regel nichts passieren. Also hier im Potti zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es in Tiflis ist oder bei Tumi, aber im Potti nix. Also wie oft ich schon die Fenster unten gelassen habe beim Einkaufen, einfach vergessen oder weil ich keine Lust hatte, die hochzumachen und so. Es passiert einfach gar nichts. Und ich kriege auch öfter mal die Fragen wegen den Wahlen und Unruhen. Es waren ja letztens Bürgermeisterwahlen, ob hier irgendwas ist, ob man jetzt Angst haben muss, dass es Ausschreitungen gibt. Ey, ich kann euch nur sagen, ich bin in Putti. Ich lebe hinter dem Mond. Hier ist alles chillig, hier ist alles entspannt. Hier kräht der Hahn und rennt die Kuh vor dem Haus lang. Trotzdem haben wir eine gute Infrastruktur. Wir haben einen schönen Strand, es ist eine richtige Stadt, aber es passiert einfach nichts, was das angeht. Zumindest fühle ich mich hier so, dass ich irgendwo wohne, wo alles Schlechte der Welt an einem vorbeigeht. Und da bin ich jetzt auch nicht traurig drüber. Ich kann euch nur einfach sagen, wie ich das immer sehe. Oder wie ich das seit einiger Zeit sehe. Früher habe ich mir auch über jeden Scheiß Gedanken gemacht. Habe ich auch gedacht, keine Ahnung, wie das Hühnchen, was man denkt, dass der Himmel einen auf den Kopf fällt. Ihr kennt ja vielleicht dieses Bild. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, wir haben jetzt so eine begrenzte Lebenszeit, sagen wir mal 100 Jahre. Ja? Ich bin ja Optimist, wisst ihr ja. Und ich werde ja 100 Jahre insgesamt ein gutes Leben haben. Das heißt, ich bin noch nicht mal an der Hälfte meines Lebens. Ja? Es ist noch richtig was vor mir. Und das wollen wir auch mal nutzen. Also zumindest ich will das. Und jetzt kann ich mir irgendwie Sorgen machen. Den ganzen Tag, von früh bis Abend. Das wird passieren und keine Ahnung, die Baerbock und der Habeck und alles schlimm. Ja, fair ist so, aber am Ende bringt es mir halt nichts, mir darüber Gedanken zu machen. Die ganze Zeit, sodass mein Tag auch noch scheiße ist. Und stellt euch mal vor, das macht ihr 10 Jahre lang. Und dann habt ihr ja zwei Möglichkeiten. Ja? Also 10 Jahre lang ist jeden Tag diese Negativität reinziehen. Es ist immer alles schlecht. Der Tag wird versaut und dann passiert einfach nichts. Was macht dann? Dann habt ihr ja 10 Jahre euch ganz umsonst Sorgen gemacht und es ist trotzdem irgendwie cool. Ja, kann man sich dann überhaupt noch drüber freuen? Wäre es dann nicht doch besser, wenn was passiert wäre? Weil dann hast du wenigstens recht gehabt. So hast du ja alles verkackt. Und wenn was passiert, dann ist ja auch nicht besser. Ja, keine Ahnung, dann hättest du wenigstens vorher noch 10 Jahre ein gutes Leben haben können, wenn du dich irgendwie positiver fokussiert hättest oder so. Denk mal darüber nach, also an all die jetzt im Negativtunnel stecken. Alle anderen natürlich nicht. Alle anderen sollen weiterhin ihr positives Leben führen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ihr jetzt
zu jedem Kackerhaufen sagen sollt, er ist aus Gold, das meine ich nicht. Aber einfach mal versuchen, euch selbst zu schützen, indem ihr euch eure Lebenszeit nicht auch noch durch externe Einflüsse negativ behaftet, die ihr gar nicht beeinflussen könnt. In dem Sinne, wenn ihr es cool und ruhig und chillig haben wollt, kommt einfach nach Georgien. Kommt einfach nach Poti, sagt mir Bescheid. Ich kümmere mich darum, dass ihr ein gutes Setup hier am Anfang habt. Habe jetzt auch eine ganz gute neue Kraft, die sich um die ganzen Behördengänge kümmern kann, die auch jahrelang in Public Service Halls gearbeitet hat. Von daher wäre alles wunderbar abgedeckt. Bucht einfach einen Call unten und habt einfach gute Laune. Gute Laune, gute Laune, weil sonst ist das Leben auch irgendwie blöd. Hoch die Hände, Wochenende. Bye bye.